Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, ich darf Sie heute begrüßen zu einem wahnsinnig coolen Video. Rita sollte eigentlich, haben wir besprochen, im Off rundherum gehen. Sie bleibt jetzt stehen, weil sie erstarrt ist vor lauter Ehrfurcht und Begeisterung. Von dieser Begrüßung war ich begeistert. Ach so, ja. Wir haben heute ein Projekt für euch, welches ihr vielleicht in den letzten Videos schon ein bisschen gesehen habt. Ich wollte es noch nicht herzeigen, weil wir noch, das sabotiert wieder das ganze Video. Ja, der Turm von Ortang ist cool, wir wissen es. Aber heute haben wir was für euch, was euch sowas vom Hocker reißen wird. Ihr habt uns ja immer wieder gefragt, was kommt auf diese neue Platte hier? Was haben wir hier vor? Was machen wir? Wir haben immer so gesagt, ja, so schleierhaft, wir wissen es noch nicht, wir bauen demnächst mal weiter. Wir werden uns... Ach, Rita, das Video geht mit dem neuen Stadtteil, verdammt. Das war nicht besprochen, liebe Zuschauer. Rita ist wieder mal ein bisschen anders. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen in Bricks Go Wild, Wild City, keine Ahnung, Newtown. Willkommen in der Neustadt. Wir haben hier schon längere Zeit mal gesagt, dass wir auf dieser Platte hier noch ein paar City-Sets platzieren wollen, die nicht unbedingt in den Hauptteil unserer Stadt passen. Jetzt haben wir für euch heute mal eine kleine Vorschau, was da so auf euch und auch auf uns warten wird. Wir haben uns mal ein bisschen damit beschäftigt, wie wir die Sets so anordnen können und was das alles bedeutet, hier auf dieser doch sehr schmalen Stadtplatte hier noch ein neues Stadtviertel zu bauen. Und vielleicht habt ihr schon bemerkt, wir haben in letzter Zeit sehr viele neue Stadtsets gekauft, auch die mit den neuen Straßenplatten, aber keines davon ist in die Stadt eingewandert. Da würden wir auch schon gefragt, viele von euch waren auch froh, weil sie sagen, die neuen Sets sind doof. Aber wir haben uns die alle aufgehoben, die sind zum großen Teil hinten in der Vitrine oder im Regal gestanden. Jetzt ist es soweit, wir dürfen euch präsentieren die Bricks Go Wild, Wild City Newtown, wo wir jede Menge 2021, 2022er und es kommen auch 2023er Sets hier in die Stadt präsentieren dürfen. Und das alles, und ihr dürft uns gerne hassen und erschlagen dafür, wir werden hier die neuen Straßenplatten verwenden. Allen voran, weil wir erstens Lust drauf haben, mal mit den Straßenplatten was zu bauen. Wir haben jetzt auch, ich glaube, 60 dieser Straßenplatten noch nachbestellt bei einem Bricklink-Händler und auch, weil wir hier sehr wenig Platz haben und diese neuen Straßenplatten hier doch die sehr platzsparende Variante sind. Rita, sag mal, was hältst du davon? Du hast ja auch hier fleißig mitgebaut. Bist du genauso weggeblasen und begeistert, wie ich es bin? Das auf jeden Fall. Nein, ich finde es eine gute Idee, dass das hier irgendwie gesammelt, dass hier gesammelt diese Sets Film mal ein bisschen ins Detail, dann sehen die Leute, was wir hier vorhaben. Eben aus dem Grund, wie du gesagt hast, dass sie irgendwie, teilweise doch nicht so gut zu den anderen Sets passen. Es sind teilweise auch sehr schmale Sets dabei, wie zum Beispiel eben diese Häuser hier oben oder auch die Schule, die wir hier unten stehen haben. Und da ist es einfach eine gute Idee, dass man quasi diese Häuser, die quasi eine ähnliche Bauart haben, dass die hier beisammen stehen in der Newtown. Sehr professionell ausgedrückt, meine Liebe. Im Moment, ich übernehme mal die Kamera, damit dir nicht der Arm abfällt. Wir stehen hier also vor der Herausforderung, dass diese Tischplatte hier, übrigens Rita sieht wieder fabelhaft aus, business-like, ganz toll. Wir stehen hier vor der Herausforderung, dass die Platte hier, ich glaube, nur 18 cm breit ist und wir hier eigentlich auch auf Nachfrage von euch unbedingt eine Zugstrecke hier inkludieren wollten. Stimmt. Jetzt haben wir uns gedacht, wie machen wir das? Weil wir können natürlich noch umsteigen auf andere Kurvenradien von Trix, Bricks und Co. Wir haben jetzt mal die normalen Lego-Radien genommen. Wir haben uns dazu entschieden, dass in Anlehnung an das auch, was Bob Brickman und andere gemacht haben, hier so eine Art Viadukt machen, wo wir die Mauersteine, die wir zuhauf für die U-Bahn gekauft haben, auch ein bisschen weiter verbauen können. Es fährt hier unten ein Zug, wie ihr seht. Also der fährt noch nicht, aber ich habe hier nur mal ausgemessen, wie sich das von der Höhe her ausgehen wird. Ich finde, es schaut richtig cool aus. Und ich glaube sogar, dass wir hier, wenn ihr mal mit mir hier reinschaut auf der Seite, wie gesagt, wir müssen hier noch mit dem Licht des Gimbals arbeiten, weil wir noch kein Licht installiert haben, aber das kommt noch. Ich glaube, dass wir
hier sogar ein zweites Gleis einbauen können. Oh Schaut mein euch das an. Gott. Dann haben wir entweder einen Abstellbereich für alle unsere Züge, die momentan unter der Tischplatte verweilen müssen, oder wir können vielleicht, wir Dualbetrieb einbauen können, weiß ich noch nicht. Aber da wird hier einfach eine schöne Schleife Zug fahren und was wir hier jetzt eben gemacht haben, ist, wie Rita schon richtig angemerkt hat, wobei das sieht einfach geil aus. 4 von diesem Haus aneinander, zweimal spiegelverkehrt aufgebaut. Ich nenne es ja lachhaft auch die Plattenbauten aus DDR-Zeiten, wobei ich glaube, die sind ein bisschen schöner, als die damals waren. Ich weiß nicht, ich bin nicht in der DDR groß geworden. Rita, du? Ich habe eher gedacht an ein Lego-Movie, wo alles gleich ist. Auch aber wieder stimmt richtig, auch, ja. Wir haben das hier jetzt schon ein bisschen verändert. Am Anfang sind nämlich hier 4 gleiche Autos gestanden. Überall waren die gleichen Minifiguren. Alle haben Hühnchen gegrillt. Also das war schon ein bisschen übertrieben. Aber ihr seht, ich habe das hier mit den Supports, mit den Stützen aus dem Legoland gebaut. Da muss ich mir noch welche nachkaufen. Und genau 16er Platten, weil viele Gebäude der neueren Stadtsets, auch zum Beispiel die Schule oder keine Ahnung, der Supermarkt, sogar das Krankenhaus oder das Hauptgebäude sind auf 16er Platten gebaut. Und dann ist die zweite 16er Platte eben die Straße. Wir werden hier natürlich noch einen schönen Abschluss machen, dass die Autos nicht runterfallen. Aber so sieht das aus. Das ist auch wahnsinnig stabil, wenn das eingeklappt ist und richtig eingeklickt ist, so wollte ich sagen, dann fällt das nicht runter und wir haben hier jetzt also die Möglichkeit, über dem Zug noch eine Oberstadt zu bauen und dann wird hier irgendwo, ich weiß nicht genau wo, vielleicht dort, wo Rita steht, wird eine Rampe runterführen in den unteren Bereich der Stadt und unten haben wir dann auch die Möglichkeit, mit den neuen Straßenplatten hier zum Beispiel den Bahnhof hier zu platzieren oder auch dieses, ich weiß nicht, das kennen viele Leute gar nicht, dieses exklusive City-Set der ersten Welle, das haben wir damals im Legoland gekauft, wenn du dich richtig erinnerst, meine Liebe. Das Krankenhaus, ein von vielen gehasstes Set. Ich glaube, das wird aber hier auch sehr gut aussehen. Supermarkt, der neue, den wir auch sehr, sehr toll finden. Das war sogar, glaube ich, mitunter dein Set des Jahres 2022, Rita. Kannst du dir das noch vorstellen? Ja. Ich finde es ja auch noch immer ein super cooles Set. Also kann man nicht sagen, auch von dem eben, was verbaut worden ist, kann ich mir schwören. Werden wir vielleicht noch ein Dach dran machen, glaube ich. Das wunderbare Sandwich, der Sandwich Corner. Ja. Ganz richtig. Und man kann sogar, Sandwich Corner, genau, man kann sogar hier, wenn man das ein bisschen umbaut, sogar das auch hinaufgeben. Aber machen wir, glaube ich, nicht. Vielleicht ein Dach. Das Set habe ich komplett vergessen gehabt, haben wir in München gekauft. Genau, bei der Eröffnung mitgenommen. Ja. Mit einem Fahrer und viele von euch wissen wahrscheinlich, dass ich sehr gerne Essen bestelle, also ist das sehr wichtig für mich, dieses Set. Ganz richtig, ja. Und wie gesagt, die Schule auch seitenverkehrt aufgebaut. Einmal, dass es ein bisschen besser aussieht. Die wird auch noch ein Dach bekommen und kommt vielleicht in den oberen Teil der Stadt. Genau. Vielleicht ist auch ein bisschen modifiziert, muss ich sagen. Also nicht nur, dass diese beiden Teile gemeinsam aufgebaut wurden, sondern wir haben hier auch diese Radlständer in der Mitte platziert und diese Bushaltestelle ist um einiges größer, als sie ja eigentlich ist. Die ist ja nur halb im Set verbaut. Und ich finde, die sieht so um einiges cooler auch aus, auch speziell mit diesen Bettdeckchen, damit da hier quasi ein Vordach ist, damit man nicht nass wird, sollte es im Wildcity mal regnen. Ja, richtig. Genau. Was wir hoffentlich nicht so oft haben. Und dieser Spielplatz ist dafür auf der anderen Seite, was ich sehr eine coole Idee finde. Vielleicht denkt ihr jetzt auf den ersten Blick, dass der Tunnel ein bisschen hoch ist und das ist auch wahr. Also ihr seht, es sind 2 übereinander gestapelte diese Stützen verwendet und der Zug würde auch, ich denke mal, mit 1,5 Stützen locker auskommen, auch dass die Stromabnehmer nicht abgerissen werden. Also so sieht das dann aus. Ich habe es zuerst versucht, ein bisschen niedriger zu bauen und das hat auch ganz gut ausgesehen, hier auch mit den Torbögen. Das Problem war dann aber, dass wenn wir jetzt zum Beispiel wie hier das Krankenhaus in den unteren Bereich stellen, dass mehr oder weniger die Leute im ersten Stock des Krankenhauses dann auf der Höhe der Straße sind und das hat irgendwie ein bisschen doof ausgesehen. Ja. Das musste noch ein bisschen nach oben, weil das sonst von den Levels, vom Niveau her nicht gepasst hat. Ich glaube, ich habe jetzt eine ganz gute Höhe erwischt. Ist auch sehr komfortabel zu bauen, wenn man einfach nur 2 dieser Supports hier übereinander stellen muss. Und wir haben, ich glaube, noch einige Gebäude in der Stadt, die irgendwo herren- und auch natürlich frauenlos ihr Dasein fristen. Zum Beispiel dieses Rathaus hier, welches ja eigentlich ein cooles Set ist, aber wir wussten nie so richtig, wo wir das hinstellen sollen. Und zufrieden sind wir auch nicht ganz damit. Hier passt das irgendwie überhaupt nicht hin. Es
Es ist sehr schmal, es ist sehr hoch. Ein passenderes Gebäude für den oberen Stadtbereich gibt es eigentlich fast nicht. Also das wird sicher auch vielleicht dort oben hinkommen und dann können wir hier mit diesem Platz noch etwas anderes machen. Das sind auch Sets der Serie. Das sind die einzigen, die wir in die Stadt integriert haben. Diesen Pizzaladen, muss ich sagen, den haben wir ganz gut hier eingebaut. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Würde eigentlich auch hinaufpassen, aber den würden wir vielleicht sogar eher hier unten lassen. Und ja, es gibt jede Menge anderes Zeugs, was sicher demnächst noch auf den Markt kommt von Lego City, was hier reinkommt. Wir haben uns gedacht, wir fokussieren uns hier eher auf die neueren Sets. Hier wird es also keine 90er Lego-Sets geben, vielleicht aber sogar das ein oder andere Sets aus der Friends-Reihe, wie zum Beispiel diese Kunstschule hier. Die auch ja sehr schmal gebaut sind, das stimmt. Oder auch die Wohnhäuser. Ja. Also da haben wir einige, das ist so eigentlich ein Strandhaus, passt aber auch. Und es kommt auch noch der ist gerade im Aufbau, der Lego Friends Wohnblock. Zwar jetzt noch nicht der neue, aber den holen wir uns auch noch. Und ich glaube sogar, dass der auch oben hinpassen würde, weil die Häuser ja ziemlich schmal sind. Wenn es da mit der Höhe kein Problem gibt, dann könnte es sein, dass wir den auch noch einbauen. Was wir mit der Bowling Alley tun, die werden wir euch übrigens, glaube ich, im nächsten Video vorstellen, wenn wir Zeit haben und wenn ihr Lust drauf habt, dass ihr euch das Set auch noch anschaut. Das könnte sein, dass das hier bleibt, könnte aber auch sein, dass wir die Bowling Alley dann hier auf diesen Platz neben die Arcade stellen. Das würde auch Sinn machen. Das wäre natürlich auch wäre auch, glaube ich, ganz cool dort eigentlich neben der Spielhalle. Das stimmt. Ja. Wir sind gespannt, was ihr davon haltet, von dieser Idee, wie euch das gefällt. Ich muss sagen, mir gefällt es eigentlich sehr gut und es ist, wie gesagt, endlich mal eine Verwendung für diese schmalen Wohnhäuser, wo wir nicht wussten, was wir damit tun sollen, ob wir die öfter kaufen und eben anders zusammenbauen. Ich bin recht zufrieden. Es ist natürlich bei weitem noch nicht fertig, aber ja, das ist mal ein erster Versuch. Uns sind auch die Teile schon wieder ausgegangen. Wir haben keine dieser Supports mehr, wir haben keine Straßenplatten mehr, aber ich denke mal, dass das ganz nett aussehen könnte hier. Ja. Ich glaube auch. Und wir haben auch hier, wenn wir noch mal kurz nach rechts hinüberschwenken und das Chaos von Ritas Harry Potter Teilen und diversem anderen Krimskrams hier ausblenden, haben wir eigentlich noch ein paar Meter Platz. Und ich weiß nicht, was euch da vorschwebt, liebe Leute, aber wenn ich diesen Platz hier anschaue und mir denke, dass das hier aufgeräumt ist, dann denke ich an eine Erweiterung des Vergnügungsparks mit 2 Worten, nämlich Krieg der Sterne, ja, Star Wars, genau. Ich dachte Wars und Star Wars. Wir möchten ein kleines Tatooine-Layout bauen, weil wir ein paar Sets haben, die ganz gut nach Tatooine passen würden. So ähnlich wie Galaxy's Edge in Disney World und Disneyland. Da wäre hier vielleicht ein passender Platz dafür. Anschließend ans Winterdorf und wir haben auch, wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, wie weit dieser Stadtteil hier gehen wird, dieser City-Teil, aber wir haben auch, wie ihr seht, jede Menge Super Mario-Sets. Da haben wir zwar eher geglaubt, dass wir die unter die Tischplatte bauen, aber vielleicht kommt das auch auf die Tischplatte, wir wissen es noch nicht genau. Ja, auf jeden Fall, hier seht ihr den Fortschritt. Ich gehe mal ganz nach hinten, damit ihr seht, wie lang der Tisch ist. Glaube ich 12 Meter oder so, wenn ich mich nicht täusche. Hier haben wir ja das Winterdorf schon aufgebaut oder sind im Aufbau. Hier natürlich Rita wieder am Start mit ihren Keksen. Wie könnte es anders sein? Sind da überhaupt noch welche drin? Ja, ich glaube 1, 2. Es sind noch welche da, ja, Gott sei Dank. Sie auf. Dann danke fürs Einschalten. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, auch das mit dem Viadukt, das wird noch ein bisschen verschönert. Ich habe jetzt nur mal pro forma gemeinsam mit Rita hier ein bisschen herumprobiert, geschaut, welche Teile wir haben. Und wir haben sowieso schon wieder ein paar Teile nachbestellt. Das ist übrigens die City Pizza, die am Stadtplatz in der Seitenstraße gestanden hat. Wird auch hier reinkommen, glaube ich. Ja, und Platten haben wir bestellt. 16x16 Platten für die U-Bahn und auch für den oberen Bereich hier, weil ja nicht alle Gebäude hier auf so schönen 16x16 Platten geliefert werden. Zum Beispiel das hier könnten wir mit unserer Konstruktion gar nicht einbauen. Genauso wenig wie das Theater, welches auch hier raufpassen würde. Wir können gespannt sein, wie das weitergeht. Falls ihr noch Ideen habt, was wir hier verändern können oder welche Sets hier unbedingt noch rein müssen, die noch nicht hier stehen, dann sehr gerne in die Kommentare, denn jetzt ist noch die Zeit, wo man wirklich auch noch was ändern kann. Wir sind gespannt, wie es euch auch gefällt.
Mal schauen. Ich habe noch eine letzte Frage an die Zuseher. Darf ich das Wort nochmal ergreifen? Was sollen wir, liebe Freunde, und das ist jetzt wirklich die Preisfrage, mit dieser Ecke hier tun? Das ist sehr spartanisch, fast 45 Grad Winkel, wo jetzt unsere Arches und auch Mauerteile ihr Dasein fristen. Wenn ihr hier einen Vorschlag habt, auch gerne her damit. Wir schneiden dazu vielleicht sogar die Bodenplatte zu, so wie wir es bei der U-Bahn gemacht haben. Wissen aber nicht so recht, was wir hier hingeben sollen, weil das irgendwie ein bisschen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein toter Winkel ist. Vielleicht gibt es ein Eckgebäude, das ihr designt habt, das genau in sowas passt. Das wäre cool, ja. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns in Wild City. Macht es gut. Tschüss.